Ein 40 Kilo schwerer schwarzer Schäferhund verschwand jede Nacht um 3 Uhr, 3 Monate lang. Niemand wusste, wohin er ging. Jeden Morgen kehrte er erschöpft zurück, als hätte er einen Krieg geführt. Was er wirklich tat, rettete seiner Besitzerin das Leben. Ein 40 Kilo schwerer schwarzer deutscher Schäferhund verschwand jede Nacht um Punkt 3 Uhr, 3 Monate lang. Niemand wusste, wohin er ging. Seine Besitzerin, eine Frau namens Sarah, fand ihn jeden Morgen an der Haustür, erschöpft. Seine dunklen Augen kaum geöffnet, sein pechschwarzes Fell mit etwas bedeckt, das sie nicht erklären konnte. Sie versuchte ihm zu folgen, sie versuchte jede Tür abzuschließen. Nichts funktionierte. Und dann, in einer einzigen Nacht, zerbrach alles, was sie über diesen Hund zu wissen glaubte, auf die erschreckendste und gleichzeitig schönste Art und Weise. Das ist Shadow. Und das ist die Geschichte eines Wächters, den niemand verstand, bis es fast zu spät war. Shadow war nicht immer ein Rätsel. Zuerst war er ein Rettungshund. Sarah fand ihn in einem Tierheim in der Nähe von Hamburg. Er war 2 Jahre alt, 40 Kilo pure Muskelmasse, mit einem Fell so schwarz, dass es das Licht zu verschlucken schien. Sein vorheriger Besitzer hatte ihn mit einem Zettel abgegeben. Zu intensiv, kann ihn nicht mehr handhaben. Als Sarah an seinem Zwinger vorbeiging, bellte Shadow nicht. Er wedelte nicht mit dem Schwanz. Er starrte sie nur an mit diesen tiefen braunen Augen, beobachtend, entscheidend. »Ich nehme ihn«, sagte Sarah. Die Tierheim-Mitarbeiterin zögerte. Er ist viel. Sein letzter Besitzer konnte mit seinen Schutzinstinkten nicht umgehen. Sind Sie sicher? Sarah schaute zu Shadow. Shadow schaute zurück. Und zum ersten Mal seit 6 Monaten bewegte sich sein Schwanz. Nur einmal, aber er bewegte sich. Shadow kam am Samstag nach Hause. Aber er war nicht wie andere Hunde. Er kuschelte sich nicht aufs Sofa, er bettelte nicht um Streichelheiten, er folgte Sarah nicht herum in Suche nach Zuneigung. Shadow hatte einen Job und Zuneigung war nicht Teil davon. Tagsüber patrouillierte er durch die Wohnung, immer wieder derselbe Weg, jedes Fenster kontrollierend, jede Tür. Seine Augen scannten alles wie ein Soldat auf Wache. Nachts saß er vor Sarahs Schlafzimmertür, völlig still, stundenlang in die Dunkelheit starrend. Sarah lebte allein. Sie arbeitete Spätschichten als Krankenschwester in einem örtlichen Krankenhaus. Die Gegend war nicht die beste. Sie hatte Geschichten gehört, Einbrüche, Fremde, die in Fluren herumlungerten. Shadow gab ihr ein Gefühl von Sicherheit. Aber dann begannen die Verschwinden. Ich sehe, dass du noch nicht abonniert hast. Und ehrlich gesagt, das bricht mir das Herz. 3 Wochen nach der Adoption wachte Sarah um 2:47 Uhr auf. Etwas fühlte sich falsch an. Sie ging zu ihrer Schlafzimmertür. Shadow war nicht da. Sie überprüfte das Wohnzimmer. Leer. Die Küche. Leer. Die ganze Wohnung. Leer. Aber die Haustür war abgeschlossen, die Fenster waren geschlossen. Wo war er hin? Um 5:52 Uhr, gerade als das erste Licht durch die Vorhänge kroch, hörte Sarah das schwere Geräusch von Pfoten auf dem Parkett. Sie öffnete ihre Schlafzimmertür. Da war Shadow. Keuchend. Erschöpft. Sein schwarzes Fell feucht. Seine Augen halb geschlossen. Er ging an ihr vorbei, trank eine ganze Schüssel Wasser und brach auf dem Boden zusammen. »Wo zur Hölle warst du?« flüsterte Sarah. Shadow antwortete nicht. Er schlief bereits. Es passierte wieder in der nächsten Nacht und in der Nacht danach und in der Nacht danach. Jede einzelne Nacht verschwand Shadow irgendwann zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens und jeden einzelnen Morgen kehrte er bei Morgendämmerung zurück, erschöpft, als hätte er einen Krieg geführt. Sarah versuchte alles. Sie installierte eine Kamera im Flur. Das Video zeigte Shadow, wie er um genau 2:58 Uhr an der Haustür stand. Dann Rauschen, dann nichts. Als das Video weiterging, war Shadow weg. Sie versuchte, ihn im Schlafzimmer einzusperren, aber er kratzte und winselte an der Tür, bis sie es nicht mehr aushielt. Sie versuchte, wach zu bleiben und ihm zu folgen, aber jedes Mal, wenn sie aufstand, erstarrte Shadow und weigerte sich, sich zu bewegen, bis sie wieder ins Bett ging. »Er beschützt etwas«, sagte ihre Freundin Lisa eines Morgens. »Er läuft nicht weg, er patrouilliert.« Sarah war sich nicht sicher. Patrouilliert was? Wir sind in einer Wohnung. Was gibt es da zu patrouillieren? Aber Lisa kannte Hunde. Deutsche Schäferhunde waren keine Haustiere, sie waren Arbeitshunde, gezüchtet, um zu beschützen, um zu bewachen, um Bedrohungen zu begegnen, vor denen andere Hunde weglaufen würden.
Shadow war nicht schwierig. Er tat genau das, was 100 Jahre Genetik ihm sagten zu tun. 3 Monate vergingen. 3 Monate schlafloser Nächte. 3 Monate, in denen sie Shadow jeden Morgen erschöpft fand. 3 Monate voller Fragen ohne Antworten. Und dann, in einer einzigen Nacht, kam alles zusammen. Es war 3:17 Uhr, als Sarah aufwachte. Nicht wegen eines Geräuschs, wegen eines Gefühls, einer seltsamen Schwere in der Luft. Etwas, das sie nicht erklären konnte. Etwas stimmte nicht. Sie stand auf und ging ins Wohnzimmer. Shadow war nicht an der Tür. Er war nirgendwo in der Wohnung. Dann hörte sie es. Ein tiefes Knurren. Aus dem Flur vor ihrer Wohnung. Sarahs Blut gefror. Sie schlich zur Haustür und schaute durch den Spion. Und was sie sah, ließ sie aufhören zu atmen. Shadow war im Flur, sein 40-Kilo-Körper gegen ihre Tür gepresst, seine Zähne gebleckt, seine Augen auf einen Mann fixiert, einen Fremden, in Schwarz gekleidet, etwas Metallisches in der Hand. Der Fremde versuchte, ihr Schloss zu knacken. Shadow bellte nicht, er griff nicht an, er stand einfach da, eine lebende, atmende Wand aus Muskeln und Zähnen, den einzigen Weg hinein blockierend. Der Fremde schaute Shadow an, Shadow schaute zurück, und dann rannte der Mann weg. Sarah rief die Polizei. Sie kamen innerhalb von Minuten. Sie überprüften die Sicherheitsaufnahmen des Gebäudes der letzten 3 Monate. Was sie fanden, war erschreckend. Der Mann hatte wochenlang versucht, in Wohnungen einzubrechen. Er hatte es auf Frauen abgesehen, die allein lebten. Er war bereits in 2 andere Wohnungen im Gebäude eingebrochen. Sarahs Wohnung war als nächstes auf seiner Liste. »Woher wusste Ihr Hund das?« fragte der Beamte und starrte immer noch auf die Aufnahmen. Sarah schaute zu Shadow, der endlich friedlich zu ihren Füßen schlief. »Er wusste es seit 3 Monaten«, flüsterte sie. »Er hat jede Nacht diesen Flur patrouilliert, mich beschützt, und ich hatte keine Ahnung.« Der Beamte schüttelte ungläubig den Kopf. »Gnädige Frau, ich bin seit 15 Jahren bei der Polizei. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist kein Hund, das ist ein Schutzangel.« An diesem Abend saß Sarah auf dem Boden neben Shadow. Zum ersten Mal seit Monaten sah er nicht erschöpft aus. Er sah erleichtert aus, wie ein Soldat, der endlich nach Hause gekommen ist. Sarah legte ihre Arme um seinen massiven schwarzen Hals. Tränen liefen ihr übers Gesicht. »Das war die ganze Zeit deine Art zu lieben, oder?« flüsterte sie. Shadow lehnte sich an sie und schloss die Augen. Denn Liebe sieht nicht immer sanft aus. Manchmal sieht Liebe aus wie schlaflose Nächte. Manchmal sieht Liebe aus wie Erschöpfung. Manchmal sieht Liebe aus wie ein Hund, der Wache hält, wenn niemand zuschaut. Shadow war nicht kalt, er war nicht distanziert. Er war engagiert, auf eine Weise, die niemand verstanden hatte, bis es fast zu spät war. Heute leben Sarah und Shadow immer noch in dieser Wohnung, aber jetzt weiß sie, warum er patrouilliert, warum er wacht, warum er nie wirklich schläft. Er ist nicht nur ein Hund, er ist ein Beschützer, ein Wächter, ein stiller Hero. Und für Sarah wird Shadow für immer der Grund sein, warum sie noch am Leben ist. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, abonniere jetzt, schreib einen Kommentar. Würdest du einem Hund wie Shadow trauen? Drück den Like-Button. Wir sehen uns im nächsten Video.